Hey, hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Ina und in diesem Video zeige ich, wie man diese Yogatasche näht. Das ist Schnittmuster Flow. Die Yogatasche ist 78 cm hoch und hat einen Durchmesser von 15 cm. Hier oben wird sie mit einer Kordel und einem Tunnelzug geschlossen und hier oben ist ein Schlitz, so dass sich die Tasche noch ein Stückchen weiter öffnen lässt, um die Yogamatte möglichst schnell und einfach ein- und auspacken zu können. Die Tasche ist nicht gefüttert und das Schnittmuster ist einfach und unkompliziert und auch für Nähanfänger geeignet. Und das Nähen macht sowieso super viel Spaß. Also bleib einfach dran und hol dir das Schnittmuster. Und diese Teile brauchst du für die Tasche. Das Unterteil, die Markierung übertragen für die Viertel mit einem Knips oder Strich, genauso hier an der Rundung und hier an dem großen Teil die Markierung für den Gurt und für das Schlitzende übertragen. Dann brauchst du noch das Gurtband und eine Kordel und einen Kordelstopper. Und dann kann es schon losgehen. An das untere Ende vom oberen Schnittteil kommt die obere Kante vom unteren Schnittteil. Also nicht die mit den Markierungen. Rechts auf rechts. Die Stoffe aufeinander klammern und dann nähen. Die Nahtzugabe ist 1 cm und alle Nähte werden verriegelt. Anschließend die Naht direkt versäubern. Jetzt die Nahtzugabe nach oben legen und drüber bügeln. Nun knapp neben der Kante absteppen. Als nächstes wird das Gurtband an die Position gesteckt. Darauf achten, dass es nicht verdreht ist. Die Gurtenden werden nun mit 0,5 cm Nahtzugabe auf den Stoff genäht. Als nächstes werden die langen Seiten und oben versäubert. Dabei werden auch direkt die Gurtenden mit versäubert. Dann wird die obere Stoffkante schon mal gebügelt für den Tunnelzug später. Als erstes wird die Stoffkante 1 cm links auf links gebügelt. Diese Kante wird nun nochmal umgeklappt und 3 cm gebügelt. Die Kanten auf der ganzen Länge bügeln. Das ist für später für den Tunnelzug, wie gesagt. Und jetzt werden erstmal hier die langen Seiten aufeinander gelegt, rechts auf rechts. Die Stelle für das Schlitzende markieren, das ist 13 cm von oben. An diese Stelle stecke ich eine Nadel. Nun von unten bis zu der Markierung nähen und dort verriegeln. Die Nahtzugabe ist 1 cm. Dann die Nahtzugaben am Boden auseinanderbügeln und oben am Schlitz. Die Nahtzugaben links auf links legen und bügeln. Den Schlitz nähen wir später. Jetzt kommt erstmal der Boden dran. Dafür die Markierung vom Boden an die Markierung von hier unten stecken. Rechts auf rechts. Zuerst die 4 Markierungen aufeinander stecken und dann zwischen die Markierungen noch jeweils eine Klammer stecken. Anschließend werden die beiden Teile aufeinander genäht. Die Nahtzugabe ist 1 cm. Anschließend direkt die Nahtzugabe versäubern. Nun die Fadenraupe vernähen oder einen Knoten reinmachen, so wie ich das hier mache, und abschneiden. Und dann geht's weiter.
Nun die Tasche auf rechts wenden und dann die Nahtzugaben auf den Stoff stecken am Schlitz und dann wird der Schlitz genäht. Die Nahtzugaben jetzt hier auf den Stoff nähen, an der Naht hin und zurück nähen zum Sichern der Naht und dann bis zum oberen Ende. An dieser Stelle, wenn man über die Naht näht, hin und zurück nähen, so ist diese Naht nochmals gesichert. Und dann geht es weiter bis nach oben. Als nächstes den Stoff für den Tunnelzug wieder in Form legen und aufeinander stecken. Dann wird das knapp an der Kante aufeinander genäht. Die Tasche ist schon mal fertig. Jetzt nur noch die Kordel durch den Tunnelzug schieben und dann den Kordelstopper befestigen. Um die Kordelenden nun durch den Stopper zu schieben, mache ich ein Stück Klebeband ganz stramm um die beiden Kordelenden und dann schiebe und ziehe ich das irgendwie da durch. Und wenn das dann geschafft ist, dann nur noch den Tesafilm abschneiden und die Kordelenden verknoten. Fertig! Das Nähen macht wirklich super viel Spaß. Man braucht ja selber nicht wirklich sehr viele Yogataschen. Also ist es auch ein schönes Geschenk an alle, die gerne Yoga machen. Ihr könnt die Yogatasche natürlich auch verkaufen. Eine Gewerbelizenz dafür findet ihr in meinem Shop. Ich hoffe natürlich sehr, dass euch mein Video gefallen hat und freue mich total über einen Daumen hoch. Und schreib mir auch gerne einen Kommentar, ob du die Yogatasche nähen wirst und wenn ja, für wen? Nur für dich oder auch zum Verschenken. Und jetzt kommen noch ein paar Bilder aus meinem Shop. Dort biete ich natürlich das neue Schnittmuster Flow an, aber auch ganz viele andere Taschenschnittmuster und auch ein bisschen Kleidung. Einige Freebooks sind auch dabei. Also wenn du mal Lust hast, klick doch gerne mal rein. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann!